Georg? Was machst du denn noch hier? Die machen Paris zu. Kommst du bald nicht mehr raus. Und du? Ich bin morgen wieder weg. Und wohin? Cassis. Wo ist das? Marseille. Ich werde mich einschiffen. Ich habe ein Danger-Visum für die USA. Was ist das? Ein Visum für besonders gefährdete Leute. Du bist besonders gefährdet, ja? Na, hör mal. Mein Artikel? Die Zeitung? Du kannst mir einen großen Gefallen tun. Ist auch ein bisschen Geld für dich drin. Du kannst die 2 Briefe für mich abgeben. Warum machst du es nicht selbst? Sind für den Weidel. Kennst ihn doch. Weidel, der Schriftsteller. Hm? Der Große. War mal. Also früher. Den kenne ich nicht. Ich habe gefragt, warum du es nicht selber machst. Hab ich ja versucht. Aber die Hotelbesitzerin war so merkwürdig. Hast du es mit der Angst bekommen? Ich würde es eher Vorsicht nennen. Von wem sind die Briefe? Einer von seiner Frau. Und was ist daran so wichtig? Na, er scheint ja sehr wichtig. Der andere ist vom mexikanischen Konsulat. Du, ich war mit dem Weidel befreundet. Wir haben denselben Verleger. Da kann ich nicht einfach... Wann bekomme ich mein Geld? Das bekommst du, wenn du ihm die Briefe gegeben hast. Hotel Riad, Zimmer 6. Ich warte hier auf dich. Wie kommst du nach Cassis? Schleppst du dich noch mit dem Heinz ab? Nein. Gut. Warum gut? Wir haben noch einen Platz im Auto. Aber eben nur einen. Willst du mit? Ich komme mit. Excusez-moi. Pourquoi vous n'avez pas attendu en bas? Je suis étonné. Je l'ai entendu. Non, apparemment. Je cherche une chambre. Montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Montrez-moi d'abord une chambre, s'il vous plaît. Choisissez-en une, il n'y a pratiquement personne. Vous pouvez peut-être me conseiller une. Avec le soleil le matin, le calme et les oiseaux dans le jardin. Vous êtes allemand? Vous êtes des autorités d'occupation? Écoutez, tous les clients sont enregistrés, ils m'ont contrôlé il y a à peine 15 jours, ils ont fouillé toutes les chambres. Le soleil le matin et des oiseaux dans le jardin, wenn ich bitten darf. Attendez, s'il vous plaît, je vais aller chercher une clé en bas. C'est ça, c'est une belle chambre. Belle. De grandes fenêtres, si je dois vous voir. Vous pouvez pas imaginer les ennuis que cet homme m'a causés. Il est arrivé le 15 en début de soirée, juste après l'occupation. J'avais pas fermé l'hôtel, je suis restée. Puis mon père a toujours dit qu'il faut pas abandonner son bien, sinon tout est pillé ou détruit.
Soledad, il est venu vers moi. Il tremblait comme une feuille, je trouvais ça bizarre. Et quand je lui ai donné la fiche, il m'a demandé de pas l'enregistrer. Et vous savez, monsieur Langeron, il continue à exiger qu'on enregistre tous les étrangers. Il faut bien maintenir l'ordre, n'est-ce pas? Monsieur Wedel, il a commencé à faire du chichi pour remplir sa fiche. Avec sa femme, ils avaient déjà eu 7 chambres. Ils en étaient amoureux. Puis moi, dès qu'on me parle d'amour, je fonds. Je suis comme ça, la vraie française, quoi. Bon, juste pour une nuit que j'ai dit. Et le lendemain, il descend pas. Alors j'ouvre la porte avec le double et je me retrouve face à ce carnage-là. Il baigné dans son sang, il était déjà tout raide. Il s'est coupé les veines. Et il est où maintenant? Je connais quelqu'un au commissariat à Saint-Sulpice. Il m'a arrangé l'affaire. Mort d'un inconnu, crématorium, sépulture anonyme. Soledad, il m'a causé plus d'ennuis que l'occupation. Qu'est-ce que vous voulez faire de tout ça? Vous voulez les prendre? Je veux juste que tout redevienne en ordre. Papier, s'il vous plaît. Je pense qu'elle est un peu trop maintenant. Qu'il soit aussi quelqu'un. C'est moi. T'étais où? On se fait du souci, nous. Claire, qu'est-ce que tu fais? Ils vont venir, ils vont découvrir la pièce. On va dire que c'est un terrain de jeu pour Jean. Sa chambre secrète. Après tout, il en a toujours rêvé. Ça va, c'est pas... C'est long, je crois. Puis c'est là, à Marseille avec le petit. On va se rétablir et puis vous partir à la montagne. Il n'aura pas la force. Je me suis procuré de la morphine et 3 piqûres de pénicilline. Clara fait les valises. Mais tu comprends pas, je te dis qu'il n'aura pas la force. Ils sont en train de ratisser tout le quartier, immeuble par immeuble. La voisine qui est venue aujourd'hui, son mari est de la préfecture. Elle a repéré la petite pièce et qu'elle va signaler. Ils seront bientôt ici. Ils ont installé un camp au Vélodrome. Ils ratissent toute la ville. Ça s'appelle ça, Fourrière, je pense. Oh putain, merde. Merde. Je me suis procuré un passe-partout pour la porte. Ça va prendre au moins 4 jours, ok? Les stores, vous pourrez les ouvrir pendant le trajet.
pour avoir de la lumière et un peu d'air frais. Mais à chaque arrêt, il faudra qu'il reste fermé pour pas qu'on vous repère. Ok? Quand vous arriverez chez Mélissa, vous attendrez quelques jours avant d'aller voir Henri à la montagne. Comment veux-tu que... Tu peux l'aider. Tu vas l'aider. Tiens, je me suis procuré ça. Vite fait. Merci. Là, les roues, elles sont nickel, hein, super. Et sinon, tu pars où, hein? Marrakech. Ah, cool. Le soleil. Ah! Er wusste nicht mehr, wie lange er den Heinz betrachtet hatte. Irgendwann hat er dann die Tasche des Schriftstellers geöffnet. Aus lauter Langeweile fing er zu lesen an. Er spürte, dass das seine Sprache war, seine Muttersprache. Er stieß auf Worte, die seine arme Mutter gebraucht hatte, um ihn zu besänftigen, wenn er wütend und grausam geworden war. Es gab in dieser Geschichte einen Haufen verrückter Menschen, recht durchgedrehtes Volk. Sie wurden fast alle in üble und undurchsichtige Dinge verwickelt. Selbst die, die sich sträubten. All die Menschen in dieser Geschichte, und einer dieser Menschen ähnelte ihm selbst, ärgerten ihn nicht durch ihre Vertracktheit, wie sie es im Leben getan hätten. Er begriff ihre Handlungen, weil er sie endlich einmal verfolgen konnte, von dem ersten Gedanken bis zu dem Punkt, wo alles kam, wie es kommen musste. Nur dadurch, dass der Schriftsteller, der jetzt tot war, sie so beschrieben hatte, erschienen sie ihm schon weniger übel. Zwei Briefe lagen noch im Rucksack. Einer von seinem Verleger, dass seine Geschichte sehr schön zu werden verspreche, doch leider drucke man jetzt solche Geschichten nicht mehr. Den anderen Brief schrieb eine Frau, die wohl seine eigene gewesen war. Er möge sie nie mehr zurückerwarten. Ihr gemeinsames Leben sei zu Ende. Es fielen ihm die beiden Briefe ein, die ihm der Paul für den Weidel gegeben hatte. Sie steckten noch in seiner Brusttasche. Einer war vom mexikanischen Konsulat in Marseille, darin die Bestätigung, dass der Weidel eingeladen sei, nach Mexiko zu kommen. Visum und Reisegeld lägen bereit. Der andere war von seiner Frau. Sie müsse ihn wiedersehen.
Er dürfe nicht zaudern, sie wartet auf ihn. Er müsse sofort aufbrechen nach Marseille zu ihr. Ein wirrer Brief, aber eine reinliche Schrift. Nein, nicht reinlich, rein. Heinz. 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 Voilà, là-bas, il y a les fenêtres qui sont ouvertes. Oh, ça schlingue. Ah, il est mort. Vas-y, lâche. Je prends ses affaires. Ouais. Am nächsten Tag hatte dann Marseille erreicht. Ein blauer Himmel, Palmen im Wind. Es war kalt, der Mistral. Er war müde. Niemand schaute ihn an. Das ist ja das Furchtbare. Nicht, dass sie dich anstarren, dein schmutziges, müdes Gesicht, deine abgerissene Kleidung. Das Furchtbare ist, dass sie dich nicht sehen, dass du gar nicht da bist in ihrer Welt. Sie hatte ihm auf die Schulter getippt und er drehte sich um und da sah er sie. Sie schaute ihn an, schüttelte leicht den Kopf, wendete sich ab und ging. Er schaute ihr hinterher. Ihr schwarzer, eleganter Mantel, die feinen Schuhe, der müde Gang. Noch einmal drehte sie sich um zu ihm, starrte ihn an und ging dann weiter. In diesem Moment heulte eine Polizeisirene auf und eine zweite und eine Razzia fand statt und er lief davon. Vous pourriez aller dans les buts? Quelle heure est-il? À peu près 11 heures. Tu devrais pas être à l'école? Non. Aujourd'hui, c'est dimanche. On joue? Ça fait longtemps que j'ai pas joué. C'est juste pour être goal. Juste goal. Tu rends compte que tu dis? T'es allemand? Ça s'entend? Non, c'est juste qu'ils aiment bien les goals. Je sais pas s'ils les adorent. Oui, mais au moins ils sont bons. Ça c'est vrai. Et toi, t'es bon? Oui. Vraiment bon? Oui. Vraiment bon. Savoir? C'est une crêpe.
Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi j'ai pas marqué alors? À cause de ton pied d'appui. Ça montre toujours où tu vas tirer. Scheiße. Tu parles allemand? Scheiße. Doppelpass Borussia Dortmund. Ist das alles? Ich kann schon ein bisschen mehr. Ich muss mal mit deiner Mama reden. Mein Name ist Georg, ich bin ein Freund von ihrem Mann. Wir waren auf dem Weg hierher. Er hatte eine Verletzung am Bein, die hat sich entzündet. Er ist tot. Er suchte ein Hotel, etwas, wo er Ruhe finden, wo er sich verstecken konnte. Alle Hotels waren überfüllt. Das 7. Hotel, obwohl das Schild Complet über der Straße leuchtete, hatte dann doch ein Zimmer frei. Une semaine d'avance. Une semaine? Parce que s'il y a une rafle, je vais encore me retrouver les mains vides. Vous n'avez pas de titre de séjour. Mais je veux pas rester. Et ça, il faut pouvoir le prouver. Et comment? Vous allez à la préfecture et vous leur montrez votre visa et votre billet de bateau. Donc, je peux rester ici seulement si je peux prouver que je veux pas rester. C'est combien? Er wusste, dass die Frau ihn verraten würde. Morgen, vielleicht schon heute. Er war erschöpft. Fast war es ihm egal. Der Preis für das Zimmer, den ihm die Frau auf einen Zettel schrieb, war obszön. Ihm blieb nichts mehr. Er sah die anderen, die herumhingen in der Lobby, die Ängstlichen, die Aufgeregten, die darauf warteten, ihm, dem Neuen, ihre Geschichten zu erzählen. Welches Land Transits oder Visa gewährt. Später oben im Zimmer dachte er an den Dichter. Er nahm noch einmal sein letztes Manuskript, aber es verzauberte ihn nicht mehr. Er hatte bohrenden Hunger und die Zigarette schmeckte grauenhaft. Er legte sich aufs Bett, er wollte den Hunger wegschlafen. Am Morgen würde er die Sachen des Dichters im mexikanischen Konsulat abgeben und vielleicht einen Finderlohn erhalten und dann etwas Essen kaufen und dann... Irgendwas wird sich auftun. Der Hunger war entsetzlich. Das ist mein Arbeitsvertrag. Caracas. Ich bin Dirigent. Kennen Sie Caracas? Sehen Sie, 1.9. sollte ich anfangen. Das.
Das ist mein Visum. Das kam rechtzeitig. Die wollen moderne Musik. Hat mich selbst gewundert. Ich gelte zwar als Spezialist für Rega und Nono, aber moderne Musik in Caracas, wer hört das da? 12 Passbilder wollen die haben. Schauen Sie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, alle da. Ich lache nicht und kann mein Ohr sehen. Ist ein großer Fehler, Lachen und falsche Position. Ja. Wurde ich schon mal zurückgeschickt. Und gekostet hat das. Das hier ist die Schiffspassage. Das Schiff hält zweimal an, in den USA und in Mexiko. Dafür brauche ich die Transits. Ja, Sie denken vielleicht, der hat doch alles, der Glückspilz. Sie würden Transits, die stellen sich ja von selber aus. Aber nein, Angst. Die haben Angst, dass wir da bleiben, das Schiff verlassen und bleiben. Haben Sie was zu essen? Was? Ich habe nichts zu essen. Er sah den Dirigenten an und all die anderen, die ihre Geschichten erzählen wollen. Wie sie dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Von den Kindern, den Männern, den Frauen, die sie verloren haben auf ihren Fluchten. Den entsetzlichen Dingen, die sie gesehen haben. Er wollte ihre Geschichten nicht mehr hören. Sagen Sie bloß nicht, dass Sie die süß finden. Ich hasse sie. Am liebsten möchte ich Hackfleisch aus ihnen machen. Gehören 2 Amerikanern, Emmy und John Blumenberg. Die sind Hals über Kopf ins letzte Flugzeug und zurück nach Washington. Kann ich Ihnen nicht verdenken. John ist Jude, so wie ich. Die Hunde konnten sie nicht mitnehmen. Ich soll sie ihnen mit dem Schiff bringen. Dabei werden sie für mich bewirten und ich bekomme ein Visum. Und jetzt hänge ich hier und warte auf das mexikanische Transit und den beschissenen Veterinärnachweis. Ich habe den beiden ihr Haus entworfen. Und dann dachte er, es ist Marseille. Das ist eine Hafenstadt. Schauen Sie da. Und Hafenstädte sind Städte, in denen erzählt wird. Dazu sind sie da. Und diese Menschen hier, die haben alles Recht der Welt zu erzählen. Und dass man ihnen zuhört. Ich will doch nicht bleiben in euer Mexiko. Ich will dann... Ich hasse sie. Sie und ihre Köter. Nein, das ist zu viel. Die wollen uns Angst machen. Meine Lebensversicherung. Scheiße. Das ist der Wahnsinn. 813. Das sind Sie? Ja. Merci. Visa transit. J'ai des comptes. Vous voulez quoi? Un visa transit. Un visa transit. Pour aller en Amérique. Alors, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Ces lettres, ces manuscrits. Ah. Si vous voulez... Votre numéro, s'il vous plaît. Celui-ci. C'est à quel sujet? Je suis pas le consul, moi. Je suis juste là pour classer les demandes et vous envoyer dans le bon service. Je viens pour les dossiers Weidel. Weidel, l'écrivain? Oui. Je suis... Un instant, s'il vous plaît. Le consul vous attend. Je vous en prie. Ihre Frau war gerade hier. Die beiden Visa, die Schiffspassagen, eine Geldanweisung. Eine Western Union Filiale gibt's hier unten an der Cannebière 24 Stunden geöffnet. Bis zur Abfahrt Ihres Schiffes sind nur noch 3 Wochen. Also beeilen Sie sich und besorgen Sie sich die Transits für die USA und Spanien. Die bauen schon die Lager in Aix und Cassis und dann werden Sie gleich mit den Säuberungen beginnen. Tut mir leid, aber das muss ein Missverständnis sein. Es gibt keine direkte Verbindung nach Mexiko. Sie brauchen Transits. Die haben alle große Angst, dass ihr bleiben wollt.
Wie heißt Ihre Frau nochmal? Der Name Ihrer Frau. Sie werden doch wohl nicht den Namen Ihrer Frau vergessen haben. Sie kommt fast täglich vorbei und fragt nach ihm. Marie. Stimmt, Marie. Sie hat fürchterlich geweint. Sie hat mich verlassen. Eine Sache interessiert mich. Eine Frage eher. Wer vergisst schneller? Der Verlassene oder die ihn verlassen hat? Es interessiert mich einfach, was ein Schriftsteller denkt. Ich kann mich kaum mehr an sie erinnern. An diesem Nachmittag sah ich ihn zum ersten Mal. Er hatte die Geldanweisung eingelöst, saß am Fenstertisch, aß die heißen Stücke der Margarita und trank den kühlen Rosé. Draußen zogen die Menschen vorbei mit ihren Einkaufstüten. In wenigen Wochen wird hier die Angst und das Chaos sein und Ihnen fällt nichts Besseres ein, als shoppen zu gehen, sagte er. Ich erzählte ihm von einem Film, in dem Zombies ein Einkaufszentrum belagern. Ja, sagte er, selbst den Toten fällt nichts Besseres ein. Hast du Lust zu spielen? Ich habe dir was mitgebracht. Ich kann nicht, ich bin krank. Ist deine Mama da? Ich muss arbeiten. Hörst du Radio? Ist kaputt. Ist das mal runtergefallen? Weiß nicht. Kannst du es reparieren? Ich kann es versuchen. Hilfst du mir? So. Okay. Kannst du so halten? So. Okay, und jetzt halt das über die Flamme. Nicht zu nah an die Flamme, da ist die Temperatur geringer. Ja, so ist gut. Ich leite das mal. Okay. Bisschen nach vorne.
Probieren wir mal, ob das geht. Nicht den Atem anhalten. Schön weiteratmen. Wie beim Fußball. Einfach immer schön weiteratmen. Jetzt kommen wir hier vor mit dem Löffel. Bisschen näher ran. Ja, okay. Weg. Okay. Sieht gut aus. Na, schauen wir mal. Was hast du? Ich kenne das Lied. Das hat mir meine Mama zum Einschlafen gesungen. Kabeljau kommt nach Haus. Elefant läuft nach Haus. Ameise rast nach Haus. Die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Mama fragt, ob das dein Beruf ist. Ja, ich habe Radio- und Fernsehtechnik gelernt. Hast du deine Ausbildung zu Ende gemacht? Nein, da sind mir die Faschisten dazwischen gekommen. Kannst du das Lied noch einmal singen? Mama will dich singen sehen. Schmetterling kommt nach Haus. Kleiner Bär kommt nach Haus. Kabeljau, nee, warte mal, schwimmt nach Haus. Die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Jetzt kommt der Kabeljau. Kabeljau schwimmt nach Haus. Elefant läuft nach Haus. Ameise rast nach Haus. Die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Fuchs und Gans kommen nach Haus. Katz und Maus kommen nach Haus. Mann und Frau kommen nach Haus.
Er hat dann abgebrochen. Es verschlug ihm die Stimme, wie man so sagt. Geweint hat er wohl, er konnte es spüren. Melissa und Dries schauten ihn an. Dries sagte, dass es schon spät sei und ob er nicht bei ihnen bleiben wolle. Er sagte, dass er noch etwas Dringendes erledigen müsste. Er ging dann zum Hotel durch die Nacht. Er hatte versprochen, den morgigen Tag mit Dries zu verbringen. Das Lied wollte ihm nicht aus dem Kopf. Alles träumt und alles tauscht sich im Leben wieder aus. Es ist schon der Abend auf unserem Haus. Un instant. Vos papiers et le titre de séjour. Sur la table. Ah oui? Vous nous les montrez, s'il vous plaît? On n'a pas que ça à faire, dépêchez-vous. Er sah die Frau, wie erloschen war sie. Er hörte die Schreie des Mannes und der Kinder. Er sah die anderen, die wie er zuschauten. Waren sie mitleidlos? Erleichtert, dass es sie nicht erwischt hat. In einer der Zimmertüren entdeckte er die Frau mit den Hunden. Ihre Blicke trafen sich. Einen langen Moment schauten sie sich an. Dann senkten sie ihre Blicke. Da wusste er, was alle so still und ruhig werden ließ. Es war die Scham. Sie schämten sich. Sie schämten sich furchtbar. Am nächsten Tag holte er Dries ab. Der führte ihn zu einem staubigen Rummelplatz am Meer. Mama und ich werden in die Berge gehen. Kommst du mit? Wenn du es schaffst, die Dose in den Gully zu kicken, dann gehen wir trainieren. Der Gully da? Mhm. Okay. Ja, warte mal. Darf auch nicht so einfach sein. Standbein. Oh, scheiße. Nee, einen Versuch hast du noch. Ja, warte mal, das ist zu nah. Du musst mir ein bisschen zurück. Ja. Une coupe Chocolat. Ich muss noch kurz was erledigen. Ich bin gleich wieder da, okay? Wo musst du denn hin? Hier gegenüber das Haus mit der Fahne. Dauert nicht lang. Bin gleich wieder da. Personne dans le bureau qui bouge. Tu veux manger, toi? Moi, j'ai toujours faim. Depuis hier. Oui, parce que je sais pas où je peux manger, mais j'ai faim. Oui, il faut encore faire la queue. C'est trop. Il y a 6 personnes qui sont dedans. Je sais pas.
Mr. Weidel. Mr. Weidel. Oui. Warum haben Sie sich eigentlich nicht um ein Visum für die Vereinigten Staaten bemüht? Viele Ihrer Kollegen haben das getan. Sie befürchteten, dass Ihr Antrag auf ein Visum abschlägig beschieden würde. Sehe ich das richtig? Die Artikelserie im New Frontier über die Erschießung der Gewerkschaftler in Elmira mit Hilfe der CIA. Daran waren Sie doch beteiligt. Nein. Der New Frontier ist eine kommunistische Zeitung. Ich war nicht daran beteiligt. Warum Mexiko? Glauben Sie, dass man da Kommunisten mit offenen Armen... Ich sagte Ihnen doch, ich war nicht daran beteiligt. Was wollen Sie in Mexiko? Wovon wollen Sie leben? Ich werde versuchen, ein Handwerk auszuüben. Was für ein Handwerk wollen Sie denn ausüben? Radio- und Fernsehtechniker. Sie wollen kein Buch schreiben über all das hier? Nein. Aber es ist doch die Aufgabe der Schriftsteller. Als kleiner Junge, da haben wir öfters Schulausflüge gemacht. Die waren manchmal sehr schön. Aber leider am nächsten Tag, da kam der Lehrer und gab uns als Klassenaufsatz das Thema unser Schulausflug. Und nach den großen Ferien gab es immer den Aufsatz, wie ich meine Ferien verbrachte. Oder mein schönstes Ferienerlebnis. Und selbst nach Weihnachten, nach Bescherung und Fest, gab es immer den Aufsatz, mein Weihnachten. Da kam es mir irgendwann so vor, dass ich das alles nur erlebe, um einen Klassenaufsatz darüber zu schreiben. Und die Schriftsteller, die mit mir im Lager waren, für die waren die furchtbarsten und schrecklichsten Ereignisse nur erlebt, um darüber zu schreiben. Das Lager, die Flucht, der Tod, der Krieg. Ich werde keine Klassenaufsätze mehr schreiben. Das ist ein schwerwiegendes Geständnis für einen Mann wie Sie. Il réagit pas, il bouge pas. Schmeckt's dir nicht? Machst du was anderes? Willst du weggehen? Nach Amerika? Nach Mexiko. Wann? Am 23. Mit der Montreal. Wir können woanders ein Eis essen gehen. Am Hafen vielleicht. Hm? Und wir gehen trainieren. Standbein. Und dann sah er, dass der Junge weinte, wie er versuchte, die Tränen zu unterdrücken.
Ich muss weg hier. Er sah die Anstrengung und dann wollte er den Jungen umarmen und trösten und sich erklären, warum er hier weg muss. Merde, allez tous vous faire foutre! Wie geht es dem Dirigenten? Er ist nicht geschafft. Können Sie mich zum Essen einladen? Wie bitte? Können Sie mich zum Essen einladen? Die Hunde fressen mir die Haare vom Kopf. Ich habe kaum mehr Geld. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das mit dem Veterinärnachweis so lange dauern würde. Die Frau hatte mir einen Zettel gegeben. Sie war offensichtlich taubstumm. Es gibt ja viele unter den Flüchtlingen, die mit sowas ein wenig Geld verdienen wollen. Zettel mit kleinem Spielzeug auf die Tische der Gäste legen und um eine Spende bitten. Die Frau hier suchte aber einen Arzt für ihren Sohn und hoffte, unter den Deutschen einen zu finden. Er ist dann los, hat unter Flüchtlingen herumgefragt. Er hat dann sehr schnell einen Arzt gefunden in einem Hotel am Hafen. Einen Kinderarzt aus Kassel. Bonjour. Oui. On m'a dit qu'il y avait un médecin ici. Un instant. Ist für dich. Wir brauchen dringend einen Arzt. Wer ist wir? Ein Junge, circa 8 Jahre alt. Was ist mit ihm? Ich weiß es nicht. Er bekommt keine Luft, glaube ich. Warum sind Sie nicht zur Notaufnahme? Er ist illegal. Er und seine Mutter. Sie nicht? Doch, ich auch. Ist es weit? 10 Minuten. Einen Moment, ich hole nur meine Tasche. Hat er vielleicht irgendwas gegessen? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn gestern zum letzten Mal gesehen. Ich bin nicht der Vater. Er ist der Sohn eines Freundes. Der Freund ist gestorben. Ist nicht lange her. Die Mutter ist taubstumm. Wie heißt der Junge? Dries. Afrikaner. Melissa, die Mutter ist aus dem Maghreb. Dries hat Asthma. Versuch mal deinen Atem ganz tief in den Bauch reinzumachen. Kannst dich wieder anziehen. Du hast die letzten Tage draußen gewesen. Jetzt ein paar Tage hier im Bett liegen. Sag deiner Mama, dass sie dir was Leckeres machen soll. Was dein Lieblingsessen? Nee. Ja, du bist doch irgendwas besonders gerne mögen, oder? Pfannkuchen oder so? Ja? Na dann kann die deine Mama das vielleicht mal kochen. Ich hol sie mal rein. Kommen Sie. Nur die Mutter. Es ist ein schwerer Asthmaanfall. Er muss im Bett bleiben.
Was haben Sie dem Jungen eigentlich getan? Wie bitte? Irgendetwas müssen Sie dem Jungen getan haben, dass er Sie nicht sehen wollte. Dass Sie nicht einmal sein Zimmer betreten durften. Ich werde ihn verlassen. Sie gehen nicht mit in die Berge? Nein. Und er hatte gehofft, dass Sie mitgehen an das Vaterstadt. Und warum gehen Sie nicht mit? Ich werde nach Mexiko gehen. Was? Was? Dahin möchte ich auch. Und warum gehen Sie nicht? Fehlen Ihnen noch Dokumente? Nein, ich habe alles zusammen. Wann geht Ihr Schiff? Am Dienstag. Was ist dann Ihr Problem? Auch ich muss jemanden verlassen. Wen? Eine Frau. Darf ich Sie zum Essen einladen? Wir hätten schon vor 3 Wochen weg sein können. Da brauchte man noch kein verfluchtes Visum. Kein Transit. Alles war geklärt. Ich hatte die Passagen. Die waren schon fast weg. Die Anker wurden gelichtet, wie man so sagt. Dann ist sie von Bord. Und ich hinterher. Und jetzt kommen Sie nicht mehr raus hier. Ich schon. Ich habe ein Visum, auch die Transits und eine Passage. Am Dienstag geht die Esperanza um 21 Uhr, Hangar 12, über Lissabon und Montevideo. Ich habe die Transits für Portugal und Uruguay heute bekommen. Sie werden an Bord gehen. In 2 Wochen geht hier alles den Bach runter. Die sind schon in Lyon, wie Sie wahrscheinlich wissen. Und wollen Sie sie zurücklassen? Ich muss ein Krankenhaus aufbauen, man erwartet mich. Es ist meine Arbeit, ich kann nicht länger warten. Weiß sie es? Ich habe es ihr gesagt. Ich muss los, da sind Menschen, die auf mich warten, die in Not sind und sie weiß das. Verstehe. Sie verstehen? Ja, ich verstehe. Sie haben ein schlechtes Gewissen und ich soll Ihnen meinen Segen geben. Ich glaube nicht, dass Sie jemand sind, der Segen spenden kann. Nicht einmal Trost. Hast du ihn gefunden? Hier ist etwas. Danke. Komm. Sie sind doch der deinen Arzt gesucht hat. Ja, der bin ich. Der Herr hier hat sich schon entschieden. Er wird nach Mexiko gehen und hier einen kleinen Jungen zurücklassen. Was soll das? Sie haben sich doch entschieden. Oder habe ich da was falsch verstanden? Sie lieben den Jungen, das ist doch offensichtlich. Ich habe bemerkt, wie gekränkt Sie waren, als er Sie nicht in seinem Zimmer haben wollte. Sie lieben ihn und doch lassen Sie ihn zurück. Er ist nicht mein Sohn. Was spielt das für eine Rolle? Sie ist auch nicht meine Frau. Er hörte noch ihre Schritte, den hellen Ton der Türglocke, dann verschwand sie in der Nacht. Er verließ das Mont Ventoux bald nach ihr. Als er sich umdrehte, sah er den Arzt verlassen und einsam an seinem Tisch. Der Arzt schien zu weinen. Dann ging er in sein Hotel, in seine eigene Einsamkeit.
Georg. Der von gestern Abend. Er ist nicht da. Sie können warten, er wird bald zurück sein. Tee? Gerne. Wo ist er denn? Er ist nochmal zu dem Jungen gegangen. Ist etwas mit Ries? Nein. Kontrolle. Er ist ein guter Arzt. Ein großartiger. Kennen Sie einen guten Second-Hand-Laden in Marseille? Was suchen Sie denn? Ich suche nichts, ich will verkaufen. Haben Sie kein Geld mehr? Das auch. Vielleicht kommt er auch spät. Er wird sich sicherlich noch die Passage bestätigen lassen. Er wird also abreisen. Ja, sicher. Und Sie bleiben? Was bleibt mir denn übrig? Würden Sie denn gerne weg hier? Er sagte, dass Sie ja schon so gut wie weg waren. Was sagte er? Die Anker waren schon gelichtet, da ist sie von Bord. So ähnlich. Ja. Aber jetzt würden Sie an Bord bleiben. Was hat sich verändert? Alles. Wer vergisst schneller? Der Verlassene oder die, die ihn verlassen hat? Was glauben Sie? Er hat mich vergessen. Ja. Mein Mann. Woher wissen Sie das? Das hat mir der Konsul berichtet. Welcher Konsul? Der Mexikaner. Hatte er es schon geahnt? Ich habe ihm gesagt, dass wir fort müssen. Er saß vor ihr und hörte Er ihr saß zu. nur da und schrieb und rauchte und trank. Und während sie erzählte, wie sie ihren Mann, den Weidel, verlassen Die hat, Deutschen nähern waren schon vor Paris. in Paris, und eingestiegen ist in den Wagen des Arztes Getroffen. und geflohen ist vor den Deutschen, Und dann war ganz leicht, in seinen Wagen einzusteigen und meinem Mann einen Abschiedsbrief zu schreiben. Einen endgültigen. wie sie ihn gesucht hat, ihren Mann, Er ist hier. überall Der in ging Marseille, wieder zum Schiff, wurde mir im wieder mexikanischen Konsulat, auf der Straße vor dem amerikanischen, auf der Canebière, im Mont Ventoux. Ihre verzweifelte, sinnlose Suche. Seitdem suche ich ihn. Und jeder hat ihn gerade gesehen oder gesprochen. Und jeder hat ihn gerade gesprochen. Die von der Western Union Der Mexikaner. oder der amerikanische Konsul und der mexikanische. Ich komme immer zu spät. Die Verlassenen vergessen nie, sagt man. Aber es stimmt nicht. Sie haben die schönen traurigen Lieder. Mit ihnen ist das Mitleid. Die verlassen, mit denen ist niemand. Die haben keine Lieder. Marie! Er hat sie nicht vergessen. Er versteckt sich vor mir. Warum sind Sie von Bord damals? Wollten Sie zu ihm zurück? Ich weiß nicht. Warum suchen Sie ihn dann? Weil er mein Visum hat. Ich komme ohne ihn hier nicht mehr weg. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben, den hat einer unserer Bekannten zu ihm nach Paris gebracht. Und da habe ich ihm geschrieben, dass er nach Marseille kommen soll und dass hier unsere Visa bereit liegen. Und er hat den Brief bekommen. Das weiß ich.
Lieben Sie den Arzt? Ich werde mich um dich kümmern. Wer bist du? Was machen Sie hier? Ich wollte zu Ihnen. Ah ja? Dem Jungen geht es besser. Das Cortison schlägt an. In 2, 3 Tagen wird er wieder spielen können. Sie haben Rucksäcke gekauft. Und Wanderschuhe. Das ist Wahnsinn, was Sie vorhaben. Was habe ich denn vor? Sie wollen mit ihr über die Pyrenäen. Haben Sie die Passage schon verkauft? Haben Sie die Passage schon verkauft? Ich kann Marie Visum und Passage für Mexiko besorgen. Sie können fahren. Ich werde Ihnen mit Marie folgen. Am 23. mit der Montreal. Jetzt bin ich ja gespannt, wie viel Sie wollen. 5.000? Aber Sie brauchen, sagen wir, 2.000 als Vorschuss. Sie müssen ja mehrere Beamten bestechen. Aber Sie haben sehr gute Kontakte und wir können froh sein, Sie getroffen zu haben. Ich will nichts. Diese Antwort macht Sie noch unglaubwürdiger. Jetzt gehen Sie bitte. Ich brauche die Daten von Marie. Wir treffen uns um 14 Uhr im Mont Ventoux. Und ich bringe Visum und Passage mit. Er sagte, er hätte durch die Scheibe geschaut und Marie und Richard dort sitzen sehen. Und dann hätte sie aufgeschaut, so als hätte sie gewusst, dass er dort steht, und sie lächelte. Später saßen sie zusammen. Das Visum? Er hatte das Visum und die Passage, und Richard wollte es nicht glauben und ging hinunter zur Hafenbehörde, um die Passage prüfen zu lassen. Das werde ich überprüfen. Ja, dann überprüfen Sie mal. Die beiden saßen dort und warteten, und man hätte sie für ein Liebespaar halten können. Ich sah, dass sie ihre Hände hielten. Ich sah auch, dass Marie weinte. Er sagte später, dass er bei Marie nie wusste, ob es Tränen des Glücks oder der Verzweiflung waren. Ich sah, dass er sie küsste, und ich sah, dass sie sich küssen ließ. Dann kam Richard zurück. Sie bestellten Pizza und Wein und feierten unter Vorbehalt, wie Richard das nannte. Denn es fehlten noch die Transits aus Spanien und den USA. Wann geht denn Ihr Schiff? Am 23. Diesen Monat? Ich glaube nicht, dass es nächsten Monat noch ein Schiff geben wird. Sie hätten das Transit für Ihre Frau gleich mit beantragen sollen. Es wird sehr schwierig und ist mit großem Tragen Sie bürokratischen sie doch Aufwand. einfach ein unter der Rubrik Transit, Antragsteller, begleitende Person.
Wollen Sie mir erklären, wie ich meine Arbeit zu machen habe? Sie sind merkwürdig. Weil ich mit meiner Frau ausreisen möchte. Vor ein paar Tagen wollten Sie das noch nicht. Da erzählten Sie von wahrer Arbeit. Vom Parasitieren des Schriftstellers. Wie Sie das anekelt. Wollen Sie mir jetzt von wahrer Liebe erzählen? Sie beide, Mexiko. Kleines Häuschen mit Garten. Sie kommen von der Arbeit und Ihre Frau, die ich kennenlernen durfte und die sehr, sehr anmutig ist. Die sitzt dort, schneidet Kräuter fürs Abendessen. Und Sie schauen sie an, wie sie dort sitzt, zwischen den Sträuchern, die im Wind wiegen. Vielleicht sollten Sie Schriftsteller werden. Gegen diesen Beleg können Sie die Dokumente in ein paar Tagen abholen. Danke. Eine Frage noch. Was war das Letzte, das Sie geschrieben haben? Ein Mann ist gestorben. Er soll sich in der Hölle melden. Er wartet vor einer großen Tür. Er wartet einen Tag, 2. Er wartet Wochen, Monate, dann Jahre. Irgendwann geht ein Mann vorbei. Der Wartende fragt, können Sie mir helfen? Ich soll mich in der Hölle melden. Der andere betrachtet ihn von Kopf bis Fuß und sagt, aber mein Herr, das ist die Hölle hier. Richard wollte nicht zum Schiff begleitet werden, aber Marie bestand darauf. Richard gab Georg zum Abschied die Hand, dann hielt er Marie die Türe auf, so als sei sie es, die abreisen wird. Er sagte mir, dass er dann nach oben gegangen sei, um auf Marie zu warten. Auf dem Tisch stand noch die Flasche Wein, die sie zum Abschied getrunken hatten. Er setzte sich, trank weiter, allein. Er rauchte, er wartete. Er ging ans Fenster, er öffnete es. Da sah er sie kommen. Warte noch. Komm. Entschuldige.
Wofür? Wofür entschuldigst du dich? Ich komme nicht mit. Ich kann nicht mit dir gehen. Ich bleib hier. Wofür denn das alles? Ich wollte, dass Richard abreist. Er muss doch nach Mexiko. Und du? Ich suche meinen Mann. Georg, warte. Warte. Marie, dein Mann ist tot. Nein, das ist er nicht. Er erzählte, dass Richard schon an Bord gewesen sei, als eine Gruppe französischer Offiziere die Kabinen für sich reklamierten und er und ein paar andere das Schiff verlassen mussten. Er hatte Richard und seiner deprimierenden Geschichte noch zugehört. Marie hätte sich zu Richard gesetzt, um ihn zu trösten, der untröstlich, ja völlig zerstört war. Er, Georg, hätte noch immer am Fenster gestanden. Es sei ihm vorgekommen, als hätte er den ganzen Abend dort gestanden. Irgendwann sei er gegangen, er hätte sie zurückgelassen, dort auf dem Bett. Er hatte sich nicht mehr erinnern können, wie er sich verabschiedet hat. Er hatte noch einmal Marie angeschaut, sein Blick sei nicht erwidert worden. Er ist dann durch die Nacht gegangen und irgendwann in sein Hotel. Dort lag er und dachte, dass er in wenigen Tagen hier fort sei. Dort sei ihm das Abendlied eingefallen, das er Dries vorgesungen hatte. Ihm sei noch nie so kalt gewesen. Dries? Ich bin's. Bonjour. Je cherche Mélissa et Dries. C'est bien leur appartement? Ils sont partis. Partis où? Loin d'ici. Quand est-ce qu'ils sont partis? Merci. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigung. Darf ich Sie zum Essen einladen? Santé. Ja. Santé. Wo sind Ihre Hunde? Weg. Weggelaufen?
tot. Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass der Hund... Ich möchte mich nicht unterhalten. Er möchte nur essen und trinken und nicht alleine sein. Er sagte, dass sie sich noch eine Zigarette hat drehen lassen und nach dem Kaffee den Kellner bezahlte und dann, während sie in den Abend spaziert. Sie hätte dann doch noch gesprochen über einen Architekten. Ricciotti, die Passerelle, die so großartig das Panierviertel mit dem ehemaligen Fort verbindet. Und dass sie sich unter anderem deshalb damals auf Marseille gefreut hat. In sich schwingen kann oder also, ne? Auch dieser Würfel, den hat er umkleidet mit diesem Betonmuster, diesen Spitzen. Und wenn man drin ist, dann kann man da durchschauen, was wunderschön ist. Bekomme ich auch eine? Sie rauchten noch eine Zigarette zusammen. Er sagte, dass er sich in diesem Moment aufgehoben gefühlt hat. Dass er Marie vergessen konnte, dass alles still und klar war. Er verbrachte die letzten Tage, lag oft in seinem Zimmer, wartete. Er sagte, dass er nur mehr weg wollte. Er ging nur noch nachts hinaus. Einmal sah er Richard, der einen entsetzlich verzweifelten Eindruck machte. Er sagte, er hätte sich versteckt wie ein Feigling. Er sagte, dass er Angst hatte, Marie zu begegnen. Dann packte er. Es war der letzte Abend. Am nächsten Nachmittag würde er das Schiff besteigen und verschwinden. Endlich habe ich dich gefunden. Alle hatten sich zu ihnen umgedreht. Meine Gäste schienen ein wenig aggressiv zu sein ob dieser leidenschaftlichen Umarmung. Man mag das Glück der anderen nicht, wenn man selbst vom Unglück getroffen wird. Es war ja auch eine gedrückte Atmosphäre im Mont Ventoux. Avignon wurde gerade, wie sie das so nennen, gesäubert. Sie hatten die Lager schon gefüllt und die Deportationen begannen. Jetzt rückten sie auf Marseille vor. Später erzählte er mir, dass sie immer wieder flüsterte, dass er sie mitnehmen solle. Dass sie so große Furcht gehabt hatte, ihn nicht mehr anzutreffen. Sie sind dann zu ihm gegangen. Sie wollte nicht mehr zu sich. Sie hätte doch schon alles und zeigte auf ihre Reisetasche. Ich habe total Durst. Ich habe nur Wasser. Egal. Er erzählte, dass sie erschöpft neben ihm gesessen hat, auf dem Bett und um ein Glas Wasser bat. Und später im Bad vor dem Spiegel, da dachte er noch einmal an den unglücklichen Schriftsteller, ihren Mann. Und er wollte ihr alles sagen.
Als er zurück ins Zimmer kam, da sah er sie liegen auf dem Bett. Er schaute sie an, die ganz ruhig und sanft und friedlich schien. Zum ersten Male sah er sie so. Sie muss Tage und Nächte lang herumgelaufen sein. Irgendwann wurde es hell und sie mussten zum Konsulat und dann schnell aufs Schiff. Ich bin gleich wieder da. Er sagte, dass er keinen Moment gezweifelt hat, die Dokumente noch rechtzeitig zu erhalten. Sie hatten noch 3 Stunden, bis das Schiff ablegen würde. Er sah Marie dort unten. Die Morgensonne beschien jetzt die Ecke und sie hatte die Hand über die Augen gelegt. Mr. Weidel? Plötzlich musste er an Dries denken, der auch dort unten gesessen hat. Mr. Weidel? Vor seinem Eis, das er nicht angerührt hat. Oui. Dann wurde sein Name aufgerufen. Marie! Au port, s'il vous plaît. Das ist wie beim Weihnachtseinkauf in New York. Warst du schon mal in New York? Ja, den Mantel hat er mir da auch gekauft. Richard. Nein, mein Mann. Er steht bestimmt an der Reling und schaut zurück zum Hafen. Auch im Zug sitzt er immer gegen die Fahrtrichtung. Ja. Welche Reling? Na, die vom Schiff. Was für ein Schiff? Unser Schiff, die Montreal. Wie kommst du darauf, dass er auf der Montreal sein wird? Das hat mir der Mexikaner gesagt. Du warst noch mal auf dem Konsulat. Stell dir doch mal sein Gesicht vor. Wenn er da an der Reling steht und dann flüstere ich seinen Namen und dann dreht er sich zu mir um. Er wird nicht an der Reling stehen. Doch. Wird er. Und er wird mir verzeihen. Ich kenne ihn. Er wird lachen und mir verzeihen. Du wirst ihn mögen. Das ist deine Passage. Und du musst hier noch die Nummer eintragen. Das ist das Transit. Ja? Danke. Passt du drauf auf? Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Was ist denn? Ich habe was vergessen. Georg, es ist wichtig. Ich komme gleich nach.
Hallo? Hallo? Richard. Was machen Sie denn schon wieder hier? Müssen Sie nicht an Bord? Ich habe eine Passage für Sie. Packen Sie nur das Nötigste ein. Ich verstehe nicht. Er erzählte, dass der Richard ihn anstarrte, und da wusste er, dass er hier schnell eine Geschichte auftischen muss. Für die Wahrheit war keine Zeit. Also hat er Richard nach Geld gefragt. Richard stellte keine weiteren Fragen, gab ihm das Geld, 5.000, fast seine gesamten Barmittel. Er gab ihm die Passage und Richard eilte hinunter auf die Straße, und er stand oben am Fenster und Richard unten, der auf das Taxi wartete. Und als es dann kam, schaute Richard noch einmal nach oben, und lag da nicht ein wenig Verachtung in diesem Blick? Richard hielt ihn für einen Schlepper, einen Menschenhändler, einen, der aus der Not der Flüchtlinge Kapital schlägt. Er schaute aufs Meer. Irgendwann hörte er die Schiffssirene. Und dann sah er draußen auf dem Meer die Montreal. Als sie am Horizont verschwunden war, wartete er noch einige Zeit. Er schaute mich an, ganz müde sein Blick. Er lächelte. Ich langweile Sie. Er fragte mich, ob er mich langweile. Was haben Sie jetzt vor? Ich habe Geld. Die Wanderschuhe des Arztes haben gepasst. Ich werde es über die Pyrenäen versuchen. Sie haben doch selbst gesagt, dass das Wahnsinn ist. Ist Avignon schon besetzt? Ja. Kann ich jetzt bei Ihnen lassen? Sicher. Marie! Excusez-moi. Oui. Une amie à moi est partie hier sur le Montréal. Et je voulais vous demander si vous pouvez... Karim, occupe-toi de la 12. Et dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais vous demander si vous pouvez regarder sur la liste de passagers et vérifier qu'elle est vraiment partie. Comment se nomme la personne concernée? Marie. Marie. Weidel. W-E-I-D-E-L. Marie Weidel. Marie Weidel, oui. Oui? Elle était à bord, oui. Comment ça, elle était? Je suis vraiment désolé. Normalement, on s'occupe des proches et de la famille, mais comme vous le savez, ils sont aux portes de la ville et les ratissages ont déjà dû commencer. De quoi vous parlez? Je pensais que vous saviez. Et je savais quoi? Le Montréal a heurté une mine ce matin, juste avant les Baléares. Il a coulé. Il n'y a aucun survivant. Toutes mes condoléances.
saß mit dem Rücken zur Tür. Und immer wenn die Tür aufging, fuhr er zusammen. Es schien mir, als ob er sich gewaltsam anstrengte, nicht den Kopf zu wenden, nicht hinauf in den Spiegel zu schauen. Und doch tat er es jedes Mal. Marie konnte ja wieder auftauchen. Wie Schiffsbrüchige unversehens durch eine wunderbare Rettung an der Küste erscheinen. Oder wie der Schatten einer Toten mit Opfer und inbrünstigem Gebet der Unterwelt entrissen wurde. Ich hatte ihn zu warnen versucht, hatte ihm ein Versteck angeboten. Am Morgen hatten die Säuberungen begonnen. Doch er blieb sitzen und wartete auf sie. Well, we know